Im heutigen Video wollen wir uns mal das Skirmish Tabletop Freebooters Fate von Freebooter Miniatures ansehen. Servus da draußen und willkommen hier auf dem Kanal. Hier dreht sich alles um das Thema Tabletop, Reviews, Systemvorstellungen und ähnliches. Alles rund um das Tabletop-Hobby eben. Falls du neu hier bist, vergiss nicht zu abonnieren. Damit wollen wir uns gar nicht länger aufhalten und gleich ins Spiel reinstarten. Also mal um die erste Frage zu klären, was ist Freebooters Fate? Freebooters Fate ist ein Skirmish Tabletop aus Deutschland im 30 mm Maßstab angesiedelt in einem Fantasy-Piraten-Setting. Daher muss ich auch ganz klar sagen, alle, die keine Piraten spielen bei Freebooters Fate, schämt euch, das müsst ihr auf alle Fälle. Und ja, dadurch, dass es sich um ein deutsches Tabletop auch handelt, hat man hier mal den Unterschied zu anderen Spielsystemen, dass in Zentimetern und nicht in Inches gemessen wird. Und eben auch, wie üblich für Tabletop-Spielsysteme, werden Figuren verwendet. Hier zum Beispiel eine Anführerfigur. Ich werde zu den Figuren dann später aber nochmal genauer kommen, in ein paar Augenblicken. Oder hier noch eine Figur, aber auch dazu, wie gesagt, später mehr. Dann natürlich Maßbänder oder irgendetwas zum Messen von Zentimetern wird benötigt, für die Reichweiten und so weiter. Und dann, was mich ganz besonders freut bei diesem Spiel oder was mir ganz besonders gut gefällt bei diesem Spiel, ist das Kartensystem. Ist jetzt per se nichts Neues. Viele Spielsysteme heutzutage verwenden schon für die verschiedensten Sachen Karten, aber Freebooters Fate hat hier ein paar Karten, die doch anders verwendet werden als in anderen Spielsystemen, und dazu auch gleich in ein paar Momenten dann mehr. Und um euch gleich mal einen Überblick zu verschaffen, möchte ich jetzt mal mit den verschiedenen Mannschaften, die uns bei Freebooters Fate zur Verfügung stehen, starten. Mannschaften, das sind die verschiedenen Fraktionen, die es gibt, die man spielen kann, werden eben bei Freebooters Fate als Mannschaften bezeichnet, diese Fraktionen. Und da haben wir mittlerweile eine ganze Menge. Ich glaube, es sind aktuell 8 Stück, die uns zur Verfügung stehen, die man spielen kann. Auch durchaus mit der Möglichkeit, ein bisschen zu mischen. Da sage ich euch dann aber auch noch was gleich dazu. Und dann wollen wir gleich mal anfangen mit der ersten Mannschaft. Und zwar noch vorab gesagt, ich beziehe mich hier ein bisschen, wenn ich da auf irgendeinen Spielstil oder so eingehe, darauf, wie man sie vielleicht spielen kann oder was man vielleicht sich als erstes als Anfänger denkt, wie man diese Fraktion spielen kann. Im Regelfall ist es so, es gibt so viel Auswahl im Spiel mittlerweile an unterschiedlichsten Figuren, dass es gar kein Problem ist, auch in andere Richtungen seine Mannschaften auszubauen und diesen Spielstil dann zu verfolgen. Aber eben, um mal zu starten, erste Mannschaft, die uns bei Freebooters Fate zur Verfügung steht, sind die Piraten. Kann man natürlich klar sagen, damit hat jeder mal gerechnet, aber okay. Piraten sind so die typische Mannschaft, die sich meiner Meinung nach ganz gut eignet, um anzufangen. Also die typischen Piraten von den Modellen her, die man hat, auch die Modelle, die ich euch hier kurz mal gezeigt habe. Hier ist auch ein Anführer der Piraten. Und vom Spielstil her sind die Piraten so, dass die eigentlich alles können. Das heißt, sie haben Einheiten dabei, die Fernkampf machen. Sie haben Einheiten für Fernkampf auf hohe Reichweite, auf mittlere Reichweite, haben aber durchaus Einheiten, die im Nahkampf ganz gut auch austeilen können, und auch verschiedenste, die mehrere Sachen durchaus ganz gut bedienen. Dadurch eignen sich die Piraten eigentlich ganz gut als Anfängerfraktion meiner Meinung nach. Auch ich habe damals mit den Piraten angefangen und kann es jedem Anfänger nur empfehlen. Und was vielleicht ganz interessant ist, soweit ich weiß, haben die Piraten auch das Modell im ganzen Spiel mit der höchsten Reichweite im Bereich Beschuss. Nur so als kleine Info am Rande. Als Gegenstück dazu gibt es noch die Imperiale Armada.
das ist, wenn man so will, vielleicht kann man sich das vorstellen, die Guten im Spiel, die versuchen so ein bisschen die Ordnung aufrechtzuerhalten in der Welt von Freebooters Fate, beziehungsweise in Longfall, oder zumindest versuchen sie diese wiederherzustellen. Dazu einfach dann den Fluff lesen, dann wisst ihr schon, was ich meine. Die Imperiale Armada ist so aus Anfängersicht gesehen vielleicht so eine Mannschaft, oder aus allgemeiner Sicht gesehen eine Mannschaft, die mehr in Richtung Beschuss geht. Man hat hier doch im Gefolge sehr viele Einheiten, die Schusswaffen eben auf eine höhere Reichweite mitbringen mit den Arkebusieren und so. Daher eine Mannschaft, die zwar nicht rein nur auf Beschuss gespielt werden kann, aber durchaus etwas stärker in diese Richtung tendiert und auch sehr uniformell ist, aufgrund dieses militärischen Charakters ein bisschen, eben ganz das Gegenteil zu den Piraten. Dann, was haben wir noch? Es gibt die Amazonen, eine rein weibliche Fraktion, die man hier dann spielen kann. Die Modelle haben auch generell etwas weniger Widerstand als sonst die Figuren der anderen Mannschaften. Daher muss man da auch ein bisschen aufpassen. Es ist eine Fraktion, die sehr gut auch mit Gelände, vor allem eben mit Dschungelgelände oder Wäldern und so weiter umgehen kann. Und daher muss man hier auf dem Spielstil ein bisschen darauf achten, diese Geländevorteile in Bezug auf Dschungel auch zu nutzen, um die Amazonen erfolgreich zu spielen. Dann hätten wir noch die Bruderschaft. Die Bruderschaft kann man sich so vorstellen aus einer Fraktion oder eine Mannschaft aus Assassinen. Das heißt, die sind sehr nahkampforientiert, haben mittlerweile auch die eine oder andere Schusseinheit dabei, also das eine oder andere Modell mit einer Schusswaffe, generell aber eher mehr auf kurze Reichweite und Nahkampf eingestellt, mit auch dementsprechenden Regeln, wo sie eben hinterhältige Angriffe durchführen können. Und auch hier wieder wichtig, das Gelände zu nutzen, wie zum Beispiel Gebäude, um hier dann eben sich einen Vorteil dazu zu verschaffen. In einem rein offenen Gelände wird es die Bruderschaft recht schwer haben, würde ich mal sagen. Als nächstes gibt es dann noch die Debon. Die sind, ja, ich würde sagen, französisch, napoleonisch angehaucht in diese Richtung. Ich werde euch auch nochmal einen Link unten reinsetzen zur Webseite des Spiels bzw. des Herstellers. Da könnt ihr euch die Figuren dann ansehen. Und eines, was hier interessant ist, also den Spielstil weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, aber ich würde sagen, das ist auch eine recht gute Mischung, die Debon raufbringen können, haben teilweise vielleicht etwas schwächere Einheiten, so vom Gefühl her, die dann aber miteinander kombiniert wieder sehr stark sein können, vor allem weil sie eben auch Zugriff auf Musketiere haben, die sich untereinander supporten können, was so andere Mannschaften nicht haben. Und was ich auch glaube, die Debon sind die einzige Fraktion aktuell, die ein Kavalleriemodell hat mit einem richtigen Reittier auf einem eigenen Base eben. Das ist, glaube ich, wirklich die einzige Fraktion. Es gibt, glaube ich, noch andere. Bei den Goblins, glaube ich, auch 2 Modelle oder ein Modell, das eben als Kavallerie gilt. Aber das ist eben ein anderes Ding. Rein von Kavallerieeinheiten ist das, glaube ich, bei den Debon das einzige, das es aktuell gibt. Wenn das irgendwer weiß, gerne in die Kommentare, um das auch sicherzustellen, ob das so ist oder eben, wenn es nicht so ist, dass wir das auch wissen. Der Kult wäre dann die nächste Fraktion. Das ist eine Fraktion, die auf meiner Meinung nach 2 Arten gespielt werden kann. Man hat entweder diesen Magieanteil, also das ist auch das, was so ein bisschen diese Mannschaft auszeichnet, eben diese Mystik, wie sie genannt wird. Das ist quasi die Magie in Freebooters Fate. Und dort hat man dann eben Anführer, die diese Mystik wirken können und dann halt eben verschiedenste Gefolgsleute, so könnte man sich vorstellen, so normale Dorfbewohner, die dann eben hier auch Support geben in Bezug, wenn es darum geht, solche Zauber bzw. solche Anrufungen durchzuführen. Unterscheidet sich dadurch auch wieder sehr stark von den anderen Fraktionen, die solche Elemente teilweise nur oder generell nur als Zusatz mitnehmen können und nicht den Schwerpunkt darauf haben.
Es gibt aber noch den zweiten Teil beim Kult, wo man die Möglichkeit hat, mehr in Richtung der Piraten zu spielen, weil es auch abtrünnige Pirateneinheiten gibt, die dort dann für den Kult arbeiten. Dann als weitere Fraktion gibt es dann noch die Söldner. Söldner sind an und für sich eine eigene Fraktion, ja, aber nicht nur, sondern man hat bei den Söldnern die Möglichkeit, diese entweder als einzelne Fraktion zu spielen, also als eigene Mannschaft. Da kann man sich dann darauf einstellen, eher weniger Figuren zu haben, weil die einzelnen Modelle sehr vergleichsweise stark sind, mit vielen Sonderregeln. Daher weniger Figuren auf dem Feld, aber sie können halt auch mehr. Oder die zweite Möglichkeit, jede andere Mannschaft hat Zugriff auf die Söldner, nicht immer jede Mannschaft auf jede, aber jede Mannschaft hat zumindest Zugriff auf eine gewisse Art von Söldnern oder eine gewisse Anzahl von Söldnern und die kann man eben alternativ auch mitnehmen in seinen anderen Mannschaften. Diese zwei Möglichkeiten eben Söldner im Spiel einzusetzen. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Mannschaft, die wir hier aus dem zweiten Editionsbuch heraus spielen können, beziehungsweise die hier mit angegeben sind. Und zwar, das sind die Goblins. Wie man sich vorstellen kann, Goblins, kleine grüne Männchen und auch wie bekannt aus anderen Welten, Spielsystemen, auch hier das Thema, die Goblins sind eher schwach, vergleichsweise dafür aber größer an Zahl, also man hat hier mehr Modelle als bei anderen Figuren, bei anderen Mannschaften und dazu komme ich dann auch gleich, wenn wir in einem Moment darüber sprechen, wie eine Mannschaft zusammengestellt wird. Damit sind wir aber noch nicht ganz fertig, denn es gibt mittlerweile noch eine weitere Mannschaft, die uns 2020 jetzt erwartet hat, und zwar die Schatten. Das ist eine Mannschaft bestehend aus Schattenwesen, die sich in der Hinsicht ganz und gar anders spielen als die bisherigen Mannschaften, weil sie ein neues Element einführen mit den Schattenpunkten. Das heißt, die funktionieren ein bisschen anders vom Spielstil her und bedürfen durchaus ein bisschen Ressourcenmanagement im Vergleich zu den anderen Mannschaften, um sie effektiv spielen zu können und erfolgreich. Dazu werde ich euch dann auch im Anschluss dann, wenn wir uns die Figuren ansehen, ein paar zeigen, weil ich auch welche davon hier habe. Jetzt haben wir ein bisschen einen Überblick darüber bekommen, welche Mannschaften uns so erwarten bei Freebooters Fate, was wir spielen können, in welche Richtung die einzelnen Mannschaften ungefähr tendieren. Jetzt einmal die grundsätzliche Thematik, wie stellt man eigentlich eine Mannschaft zusammen? Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Fraktion, je nach Mannschaft. Generell folgt es aber immer dem gleichen Schema. Man hat zu Anfang eine Anführerfigur, also es sei mal allgemein gesagt, es gibt 3 oder genau gesagt 4 Arten von Figuren. Das sind einmal die Anführer, die die Mannschaft anführen. Dann eben als zweites das Gefolge, das ist halt so die Masse an Leuten, die man so mitnehmen kann. Dann gibt es die Spezialisten, die haben im Regelfall mehr Sonderregeln, haben bessere Profilwerte, sind eben Spezialisten, wie der Name schon sagt, oder dann eben Söldner als viertes, die eben entweder als eigene, komplett eigene Mannschaft, wie vorhin gesagt, agieren oder anstelle von Spezialisten mitgenommen werden können im Verlauf, also bei der Zusammenstellung einer Nicht-Söldner-Mannschaft. Und vom generellen Aufbau einer Mannschaft funktioniert das so, man entscheidet sich eben zu Beginn für einen Anführer, weil den braucht man immer. Dann nimmt man eben Gefolgsleute mit und pro Gefolgsminiatur, die man dann eben in seine Mannschaft mit aufnimmt, kann man im Regelfall eine Spezialistenfigur mitnehmen oder alternativ kann auch bis zu meistens eine dieser Spezialistenfiguren auch eine Söldnerfigur sein und das geht halt dann so weiter. Das heißt, wenn ich einen Anführer habe, einen Volksmann und einen Spezialisten, dann mache ich weiter. Als nächstes muss ich dann wieder als vierte Figur ein Gefolge mitnehmen und danach kann ich im Regelfall wieder ein
einen Spezialisten einpacken. Anführer, klar, logischerweise hat man nur einen. Und das geht dann so lange weiter, bis man eben dann die Dublonenzahl erreicht, die gespielt wird. Ein so Standardspiel sind so 500 Dublonen. Das sind eben die Punktewerte im Spiel. Und diese Punkte, diese Dublonen werden wie üblich, wie bekannt, einfach aufaddiert, bis man dann eben diesen Wert erreicht hat von 500 Dublonen. Eigentlich keine große Hexerei dabei. Es gibt dann noch ein paar Unterschiede. Die eine oder andere Mannschaft hat da teilweise Unterschiede bei der Zusammenstellung, wo man dann eben bereits für einen Gefolgsmann 2 Spezialisten zum Beispiel mitnehmen darf. Eine kleine Ausnahme davon bilden dann eben in Bezug auf die Söldner die Amazonen. Diese dürfen eben nur weibliche Söldner, eben keine männlichen Figuren mitnehmen, weil das eben, wie vorhin schon gesagt, eine reine Mannschaft ist, die nur aus weiblichen Figuren besteht. Und bei den Söldnern ist es so, da kann man nicht wahllos einfach nur Söldner mitnehmen, wenn man Söldner alleine spielen möchte, sondern da gibt es dann eigene Figuren, die sogenannte Söldneranführer sind, und diese besetzen dann quasi den Platz des Anführers in der Mannschaft, und alle anderen Figuren können dann als Spezialisten quasi eingepackt werden, mitgenommen werden. Bei den Söldnern gibt es so gesehen keine Gefolgsleute. Und um hier das Ganze mit den Mannschaften abzuschließen, wie man so eine Mannschaft zusammenstellt, werde ich euch noch so ein Video verlinken, das ich gemacht habe, wo ich mal so eine 500 Dublonen Mannschaft meiner Piraten vorgestellt habe. Könnt ihr euch dann im Anschluss gerne auch ansehen. Und das bringt mich jetzt zu den verschiedenen Spielkarten, die es gibt bei Freebooters Fate und auch den Figuren. Also mal als allererstes hier haben wir so typische Freebooters Fate Figuren. Man sieht hier, die sind schon im Spiel eingesetzt worden. Und man hat hier eben so die typischen Profilwerte, die ein Modell hat, die hier dann angegeben sind. Auch hier zum Beispiel der Anführer. Da hat man die typischen Profilwerte, die man dann eben braucht für das Spiel mit Ausrüstung, Bewaffnung, und auf der Hinterseite die Dublonenkosten und die Sonderregeln der Figur. Das ist jetzt per se nochmal nichts Neues, das kennt man soweit auch bei anderen Systemen. Dann gibt es auch hier noch weitere eben Ausrüstungskarten, hier zum Beispiel, die man dann verwenden kann, wenn man nicht die volle Dublonengröße erreicht. Dann kann man hier diese verwenden, um natürlich dem Modell eine Ausrüstung zu geben und dann eben die Punkte aufzufüllen. Eine weitere Sache, das waren auch die Karten, die ich vorher in der Hand hatte, das sind hier diese Karten, das sind die sogenannten Schicksalskarten, die werden an und für sich vor dem Spiel gemischt, da wir verwenden auch beide Spieler eben das gleiche Kartendeck, und das liegt dann neben dem Spieltisch eben auf. Und hier ist es dann so, dass die Spieler dann ziehen, wenn sie eine Aktion durchführen. Zum Beispiel, wenn ich eine Schussattacke mache oder eine Nahkampfattacke, dann werden diese Karten hier gezogen, um zu ermitteln, ob getroffen wird, ob Schaden gemacht wird oder Schaden verhindert wird. Das wird alles darüber gelöst. Also da sieht man auch schon, das ganze Spiel kommt ganz und gar ohne Würfel aus, sondern es werden für all diese Sachen, die normalerweise in anderen Spielsystemen von Würfeln gehandhabt werden und wo Würfel verwendet werden, verwendet eben Freebooters Fate diese Spielkarten. Und dann gibt es hier noch diverse eben Spielkarten mit verschiedenen Symbolen, die verschiedene Auswirkungen haben. Was aber vielleicht ganz noch interessant ist, dafür gibt es nämlich eigene Spielkarten, sind hier die Zweiger, wo dann diese Schatzkiste abgebildet ist. Und dasselbe gibt es auch hier bei den Einsern. Also die Einser und die Zweier erlauben es einem Spieler, wenn er eine solche Karte zieht, dann von diesem weiteren Kartendeck hier, das ebenfalls neben dem Spielfeld liegt, verdeckt gemischt, eine Karte zu ziehen. Und das sind dann eben Sondereffekte, die man dann eben
einsetzen kann. Und Spielkarten, die man dann über das Spiel bekommt und deren Effekt man dann einfach ausspielt oder einsetzt, indem man diese Karte ausspielt. Ist auch ein sehr interessanter und spannender Aspekt im Spiel, der ein bisschen mehr Abwechslung in das Ganze mit hineinbringt. Und da jetzt die Spielkarten, die ich ganz und gar interessant finde bei Freebooters Fate, und zwar das sind diese Trefferzonenkarten hier. Da gibt es 2 verschiedene Sets, jeweils 6 Stück, die sind aber identisch, nur damit man sie eben für beide Spieler vielleicht unterscheiden kann, leichter. Und diese werden dann eben verwendet, um Attacken durchzuführen. Das heißt eben, wenn wir uns nochmal diese Karte hier ansehen zum Beispiel, diese Karte hier hat einen Angriffswert von 2 hier im Kopf, A2. Das ist, also der rechte Wert ist der Wert, der standardmäßig immer verwendet wird. Und das bedeutet, wenn diese Figur einen Angriff durchführt mit seinen Pistolen oder auch im Nahkampf, dann zieht der jeweilige Spieler, der diese Figur spielt, er zieht nicht, sondern er wählt sich dann von diesen 6 Karten, die er hat, 2 Stück aus, wo er sagt, dort möchte er den Gegner treffen. Die wählt er so aus, dass sein Gegner diese nicht sieht, was er gewählt hat. Und sagen wir als Beispiel, diese Figur hier wäre die angegriffene Figur des Gegners. Diese hat dann hier einen Verteidigungswert hier von 3. Das heißt, dieser Spieler zur Verteidigung, der andere Spieler wählt dann eben wieder 3 Karten aus, auch verdeckt, ohne dass die beiden der Kontrahent eben sehen kann. Und dann werden die Karten aufgedeckt. Und dann sieht man hier, der Angreifer auf der linken Seite hat hier die Beine angegriffen und den linken Arm. Und jetzt werden diese Karten miteinander verglichen. Den linken Arm haben beide, hat auch der Verteidiger gewählt. Das bedeutet, der linke Arm trifft nicht, ist weg. Und die Beine wurden hier nicht verteidigt vom Verteidiger, also gehen die Beine durch. In dem Fall hätte der Angreifer mit seinen Attacken in die Beine getroffen und jetzt würden im Anschluss, nachdem der Treffer erfolgreich war, eben diese Schicksalskarten hier mit den Zahlen zum Einsatz kommen, um hier dann zu sehen, ob man eben trifft und Schaden verursacht. Und das finde ich eben ein sehr interessantes Element hier bei Freebooters Fate, weil man hier eben ganz klar ohne Würfel auskommt und das auch so gedacht ist, weil Würfel sind ja bekanntlich böse, wie wir alle wissen. Also ist was Schlechtes. Und dann noch hier ein paar Figuren, die ich noch zeigen möchte. Das sind alles Figuren von mir. Das wären zum Beispiel ein paar meiner Piraten. Hier auch noch die beiden Figuren, die ich vorhin schon gezeigt habe. Das wäre zum Beispiel ein Anführer, auch den ich gerade verwendet habe, hier für dieses Beispiel eines Angriffes. Hier auch typisches Piratenthema, wie man sieht. Und auch hier eine weitere Anführerin. Hier, wenn es etwas mehr in Nahkampf gehen soll, zum Beispiel. Auch die Figuren selbst finde ich mega. Es gibt hier mittlerweile auch schon 3D-modellierte Figuren. Ich glaube tatsächlich, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, diese Figur hier wurde 3D-modelliert. Falls das jemand weiß, also man kann es auf der Homepage nachschauen, ob das der Fall ist. Aber ich muss auch sagen, mir gefallen auch diese älteren Figuren, die handgesculptet sind, ganz gut, die sonst hier ebenso stehen. Und waren auch für mich damals der Grund, eben mit dem Spiel anzufangen. Hier gibt es eben diese Figuren, das wären jetzt eben als Beispiel Piraten. Und wie ich vorhin schon sagte, als neue Fraktion gibt es hier mittlerweile jetzt da die Schatten, eben diese Schattenwesen. Die haben auch hier einen Anführer. Das sind meine Figuren, die 4, die ich zum aktuellen Zeitpunkt mittlerweile auch bemalt habe. Ich habe schon mir mehr besorgt, da ist aber noch nichts
fertig gemalt oder noch nicht mal begonnen. Auch hier, wie man sieht, diese Schattenwesen, also man hat hier oben dieses Thema eines Piraten, dieses Piratige, und dann hier unten wird das Ganze dann eben immer mehr in Rauchschwaden übergehend. Oder auch hier diese Figur, muss ich sagen, erkennt man doch recht eindeutig, dass das eine Banshee eben ist. Finde ich auch recht cool. Oder eben auch hier mit diesen Tentakeln. Und auch diese beiden Figuren hier in der Mitte, das sind eben Gefolgsleute. Die Banshee ist eine Spezialistin und eben die Figur hier vorne, der Flüsterer, wäre dann eben der Anführer dieser Schattenmannschaft und das, was man auch aktuell in der Starterbox findet. Und jetzt zum Schluss würde mich noch interessieren, welche Mannschaft euch so gefällt, welche ihr ins Auge gefasst habt, falls ihr überlegt, das Spiel anzufangen oder wenn ihr bereits Freebooters Fate-Spieler seid, welche Mannschaften ihr habt und welche eure Lieblingsmannschaft ist.